Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talks. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali. In unseren Videos dreht sich alles um unsere Garne, Designs und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hallo liebe Zuschauer, heute Mittwoch, wir haben wieder ein Video für euch und ich habe hier an meiner Seite Alex Oppel, bekannt als Sinchens. Hallo Alex. Genau. Hi Paul, freut Schön, mich. dass du da bist. Danke dir, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und dass wir heute ein bisschen schnacken. Ja, mit dir macht immer Spaß und ja, du hast eine Menge Sachen hier mitgebracht, Oh ja. die du auch gerne zeigen möchtest. Ja. Aber bevor wir anfangen, vielleicht erzählst du ein bisschen für die Zuschauer, die dich schon kennen, aber trotzdem nicht genau wissen, was hast du vorher gemacht? Wer ist eigentlich Alex? Wer ist alles? Wer ist Sinchens? Das werde ich ganz oft gefragt. Ja. Warum eigentlich Sinchens? Ist tatsächlich, glaube ich, die meistgestellte Frage. Ist mein Spitzname gewesen, als ich ein Kind war, weil ja. ich heiße Alexandra und meine Mama, wenn ich brav war, hat dann immer gesagt, Sinchen. Und irgendwie bin ich dann, als ich dann angefangen habe zu stricken und ein bisschen Instagram zu machen, habe ich dann gesagt, ach, eigentlich ist das ganz süß, so verbinde ich immer was Positives damit, ne? Mit Sinchen war ja immer gut. Und dann, genau, und so ist es dann gekommen, dass das Sinchen ist und also Abi gemacht, Schule beendet und dann habe ich Jura studiert. Und das war nicht so mein Ding, da war ich echt ein bisschen unglücklich darüber. Also im Studium nicht, aber dann in dem Referendariat. Und war dann eigentlich, habe mich da richtig durchgequält und dann ging es mir auch richtig schlecht. Und dann, so mein altes Hobby mit 15, 16 habe ich das schon gemacht, gestrickt. Die Mama hat schon immer gestrickt. Und dann habe ich mich da so total rein vertieft und habe gesagt, das ist so, wenn ich heimkomme, muss ich sofort was häkeln, was stricken. Und das hat mir so geholfen in dieser schweren Zeit, wo es mir schlecht ging. Und dann irgendwann ging es nicht mehr und ich habe gesagt, ich kann nicht als Rechtsanwältin oder ich kann auch nicht in einer Firma arbeiten, das ist nicht meine Welt, das macht mir keine Freude, ich muss was Positives machen. Und dann habe ich, weil ich ja dann schon so nah an dem Thema Stricken war, habe ich dann gesagt, eigentlich würde ich lieber sowas machen, weil da kann ich alles lösen, ne? Da kann ich, egal was ich mache, ich kann da eine Lösung dafür finden. Und dann hat meine Mama gesagt, jetzt, wenn du bist jung, du hast alle Türen offen, mach halt, was dir Spaß macht. Und dann habe ich gesagt, dann würde ich ganz selbstständig sein. Ich hätte gerne einen Wollladen. Aber erstmal hast du angefangen als Bloggerin, oder? Ja, genau, so ein bisschen Instagram. So, ich habe dann so, dann geht mal bei Instagram rein und verfolgt es so ein bisschen, was die anderen machen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich mache ja auch ein bisschen was Schönes. Und dann habe ich halt so ganz klein angefangen. Aber du hast dann gestrickt und einfach gezeigt, was du gestrickt und hast? gezeigt, aber ich hatte gar keine Homepage, sondern es war eher so Instagram, ein paar Bilder hochladen und so. Und dann ist das, aber dann, weiß ich nicht, auf einmal gewachsen und Leute haben uns Sachen gefragt und dann war ja auch schon relativ schnell klar, ich gehe diesen Weg, ich gehe weg von Jura, ich mache den Weg, ich mache einen Wollladen auf und das war ja ein ewig langer Prozess, bis dieses Mietobjekt fertig war und so weiter. Und dann haben die Leute das verfolgt. Du kommst auch ursprünglich aus Fürth? Nürnberg. Nürnberg, aber der Laden ist in Fürth. Ja. Genau, ich bin eine Nürnbergerin, ich bin aber eher in Erlangen groß geworden, das ist eine Metropolregion dort. Und bin in Erlangen, habe ich dann studiert und meine Mama wohnt da. Und dann der Liebe wegen nach Fürth gezogen. Und da, und dann hat sich da dieses Mietobjekt aufgetan und dann habe ich so gestartet. Genau, und dann ist es immer mehr gewachsen und irgendwie jetzt sitze ich hier, was ich gar nicht glauben kann. Ich erinnere mich auch damals, bevor du den Laden aufgemacht hast, da kamst du mit dem Kinderwagen auf der Messe in Köln. Genau. Welches Jahr war das denn? Weißt du noch? Die Martha ist geboren 18, das muss war dann vor Covid gleich im auf jeden März Fall. 19 gewesen sein, 2019, ja. Ja. Da Und war sie dann, ganz klein. genau. Ja, genau, die Martha, als ich den Laden gestartet habe, war die Martha 8 Monate alt Monate, und das ja. war echt es war eine anstrengende Zeit, ne? Kleines Baby und ich war dann auch so als Mama immer hin und her gerissen. So eigentlich will ich ja voll da ranglotzen und ranschaffen und ich habe halt super viel gearbeitet und habe sie echt wenig gesehen. Und dann 9 Monate später war ja schon Corona, also uns hat es ja komplett zerlegt. Wir durften ja gar nicht mehr öffnen und dann habe ich gesagt, Mama, jetzt die Zeit sitze nicht rum und schau blöd und warte, bis irgendein Amt uns irgendwo Unterstützung schickt oder so, ne? So. Jetzt müssen wir einen Online-Shop aufbauen, weil die Kunden
Kunden, dann beliefern wir sie halt. Ne? Und das war eigentlich so der Startschuss für einen Online-Shop. Ja. Und das war eigentlich aber goldrichtig, Ja, weil genau, weil am Anfang war nicht gedacht, mit einem Online-Shop zu starten. Du wolltest erstmal deine Showroom, erstmal ein das. Geschäft haben und Genau, und so war es auch im Businessplan formuliert für die Bank. Ne? Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir erstmal das und nach 2, 3 Jahren dann den ja, Online-Shop. genau. Und dann war es Aber halt dann nach 9 Monaten. ja. Ist ja auch egal. Hauptsache, es ist dann Ja. gegangen und wir haben es überlebt. Und du hast auch, glaube ich, die erste Marke oder deine zweite Marke war Pasquali im Laden, oder? Ja, und die erste. Und Gleich die erste mit, Marke. ja, Und gleich mit. Ich habe dich ja, also Pasquali, die Firma entdeckt auf Instagram auch, weil ich ja dann da viel ein bisschen gepostet habe und dann habe ich dich angeschrieben. Ich weiß nicht, ob du dich an meine erste ja, Mail noch erinnerst, so ich würde gerne ein Babymützchen stricken. Ich habe das immer noch aus Ah, ja? Atlantis. Ein Strang habe ich damals da verstrickt. Ein kleines Babymützchen für die Martha. Ah, okay, Ja, nee, ja, das es war habe so ich süß, ja. mich erinnert. Ja. Hast du mir geschickt, ja. Voll süß, ja. Und dann Genau. haben wir uns ja auf Messe kennengelernt. Genau, da hast du geschrieben, dass du eine Idee hast, du würdest Genau. gerne. Und dann hast du direkt, ich glaube, deine erste Bestellung direkt da auf der Messe abgegeben und dann ging nur Ja, dann. nach oben. Ja, also was man nach außen sieht, geht nach oben, aber es Ja, war, na es war klar, ein Kampf, es ist halt, ne? ja, Also wir gehen das, war auf es jeden ist Fall. anstrengend, ne? So ein Business aufzubauen ist jetzt nicht so mal eben gemacht mit Leichtigkeit. Also es hat Spaß gemacht, ne? Aber es ist schon anstrengend, ne? Also man muss immer wieder neue Ja. Ideen und auf so Krisen wie Corona eingehen. Das war schon, aber haben wir gut gemacht, ne? So, Nein, uns also gibt's noch, ja. ja, man sieht, also in 7 Jahren ist so viel passiert. Du Ja. bist Designerin Ja. geworden, deinen Laden gehabt oder hast du Ja, noch, mein Atelier, ja, genau. dein Atelier, dann ein eigenes Heft rausgebracht. Ja. Also eine Menge Sachen. Eine Menge Sachen, ja, aber ich bin echt sehr, sehr froh, dass ich so tolle Leute um mich habe. Also auch ihr als Händler, ja, das ist wirklich, es macht einfach Spaß auf dem Weg. So, wir Ja, sind so, das ist ganz wichtig. also Ja. ich fühle das auch so gar nicht so, es ist wie so eine riesige Familie, ne? Auch andere Ja. Designer, ich finde es so toll, dass es so eine super schöne Community ist und jeder, ja, man gönnt sich was und Erfolge werden gefeiert miteinander. Es ist einfach schön. Also im Vergleich zu Jura, wo es immer nur um Probleme geht, ist genau mein Ja. Ding. Ne? Was Positives, wenn jemand ein Strickproblem hat, kann ich helfen. Wenn jemand bei der Garnauswahl Hilfe braucht, kann ich helfen. Oder Techniken zeigen, die ich auch irgendwie neu gelernt habe. Oder jetzt zum Beispiel, wenn wir mal anfangen wollen, ne? Arctic Pearl, Ja, dieses Neptun-Tee, das ich designt habe. ja. Da habe ich bei den verkürzten Reihen mir echt gedacht, ja, Shivers Dreck, das gibt's doch nicht, ne? Immer hatte ich ein Loch vorne. Und dann habe ich mir gedacht, im Urlaub 3-mal geribbelt, ne? Das war so dünn und so fein und so, also wunderschön, aber so fein. Und ich habe es nicht geschafft, dieses Loch wegzubekommen. Und dann habe ich gesagt, das gibt's jetzt nicht. Jetzt muss ich es nochmal probieren. Und dann habe ich wirklich für mich so eine Technik gesucht und gefunden, dass es dann kein Loch gibt. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss jeder erfahren. Das muss jeder erfahren, dass diese Technik, es ist so geil, du nimmst einfach die kleinere Nadel. Also, Wann hast du ist mit dann den Designs beschrieben. angefangen? Die Mütze, die du geschickt hast damals für Martha, Ja. das war eigenes Design? Nee, oder? das war kein eigenes okay. Design, das habe ich nachgearbeitet von so einer, das war glaube ich sogar eine kostenlose Anleitung. Aber ich habe da ja auch noch geübt und als ich den Laden aufgemacht habe, hatte ich auch wirklich noch so Momente, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, das wird ganz peinlich, wenn jetzt jemand kommt, der ein erfahrener Stricker ist und ich bin irgendwie, wie alt war ich, 27, 28, so, ich kann schon gut stricken, aber so erfahrene Strickerinnen, oh Gott, dann weiß ich nicht. Und dann war ich so ein bisschen aufgeregt, aber dann miteinander, wir haben so viel gelernt und die haben mir was gezeigt, dann konnte ich das wieder anderen zeigen und also wir haben uns da gegenseitig mit den Kunden vor Ort so aufgeputscht, dass wir sagen, ja cool, eigentlich so, jeder hat so sein Level erhöht, stetig erhöht. Ich hatte eine Kundin, das war so goldig, die kam rein und hat gesagt, also sie kann nicht so gut stricken oder das letzte Mal vor 30 Jahren, ich weiß es nicht, sie würde einen Schal stricken. Und die war es ganz, so, ja, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Und nach ein paar Monaten kam sie, hat ein Projekt mit mir besprochen, was strickt sie, mit der Mama besprochen. Und dann steht sie da und dann sage ich, und? Meinst du, schaffst du? Und sie, ja, selbstverständlich schaffe ich das. Und dann hatte die so eine selbstbewusste Ausstrahlung bekommen durch dieses Jahr, wo sie bei uns war. Also nicht wegen uns, aber dieses Selbstbewusstsein zu bekommen, das man beim Stricken hat dann. Ja. Also man lernt irgendwie so viele Dinge und dann sagt man so, die werden alle größer und sagen, ja cool, jetzt ich kann was. Ne? Also es macht was sehr Positives mit den Menschen. Und wann war dein erstes eigenes Design? Oh, jetzt hau mich blau, ne? Keine Ahnung. Also, aber ich habe ganz schnell angefangen. Also als ich im Laden war, weiß ich noch, dass ich gesagt habe, Mama, da ist eine Qualität, die ist so schön, aber die wird gar nicht angenommen. Was machen wir jetzt? Und dann habe ich was angefangen zu stricken. Und alle bei Instagram haben dann gefragt, was ist das? Was wird das?
Und dann habe ich mir gedacht, naja, also wenn jetzt dann so viele danach fragen, was ich da mache, dann könnte ich sie auch eigentlich auch aufschreiben. Das war ein Vorteil an Jura. Du lernst ja da sehr systematisch deine Sachen abzuarbeiten. Und dann habe ich gesagt, eigentlich, das müsste ich doch können. Mathe konnte ich auch gut oder kann ich immer noch gut. So, diesen Dreisatz habe ich geschnallt, wie es funktioniert. Und dann habe ich das gerechnet und dann habe ich das aufgeschrieben und dann war es so, ja, so nacheinander. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich es jetzt schon schreibe, dann kann ich es auch anbieten als Produkt. Und für Pasquali war, ich glaube, mit Atlantis das erste Design, war ein Top. Das Arctic, ja, genau. Wie ist das ja. nochmal? Atlantis Top. Atlantis Ja, Top. Atlantis Top. Und das Atlantis gibt es jetzt nicht mehr, aber dafür gibt es ja diese wunderschöne Arctic Genau, Pearl, die ne? Arctic Pearl, das würde Und auch damit passen. Ne? ich muss es nur einfach nochmal strecken lassen, dass wir es einfach nochmal in der Qualität haben. Atlantis war ja wunderschön. War wirklich wunderschön. Aber die Arctic Pearl ist auch wahnsinnig toll. Also liebe ich sehr. Ja. Tolles Garn. Und was macht dich als Designerin anders? Oder wie würdest du dich bezeichnen? Was ist in deinen Designs was ganz Besonderes? Also ich Der bemühe mich, Schnitt oder? wobei ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass das andere nicht auch machen, aber ich kenne natürlich nicht jede Anleitung von allen Designern, aber ich würde sagen, ich bin besonders ausführlich, vor allem bei Schritten wie verkürzte Reihen, die sehr, sehr für Anfänger so, oh Gott, wie, ich muss jetzt 4-mal wenden, ich verstehe es nicht. Also ich schreibe alles aus. Ich schreibe sehr ausführlich, man kann mit einem Post-it dem einfach folgen, abhaken, nächste Reihe. Also einmal ausführlich. Dann, ich bin sehr klassisch. Ne? Also wenn man da so drüber schaut, da ist aber jetzt nicht nichts ganz. zu Also es gibt, verspielt. ja, von Design her, von Farbe her. Da bin ich mutig geworden. Genau. Ja, also das ist so meine Range. Ich liebe es einfach. Also ich finde diese Naturtöne in allen Facetten wunderschön. Aber manchmal lustet es mich richtig nach einem Ja, Kracher. aber Ja. dann greifst du normalerweise intuitiv auf bestimmte Farben. Musst du dich zwingen, was anderes zu nehmen? Oder man sagt, ach, gelb, Nee. will ich heute gelb tragen? Nee, also zwingen muss ich mich nicht, weil dann würde ich es nicht machen. Weil also zwingen nicht. Aber ich habe so, mein Bauchgefühl geht immer zu diesem, ach, schau mal das. Ne? Also, das war mein erster Ja. Gefühl, so, oh, diese Farbe. Aber dieses Gelb oder auch die Alpaca Lace in diesem wunderschönen, super. also das hat mich angelacht, das hat geschrien, Alex, nimm mich, das ist so schön. Und ich habe gesagt, diese Farbe ist so besonders und ich habe dann auch geguckt, wo wir das Pasquali Pop-Up hatten, habe ich dann nochmal geschaut, Alpaca Fino gibt es einen ähnlichen Ton, aber er ist nicht. Ja, genau, da Er hier nicht, ist der genau. Bacafino. Nee, Nee, ist er das nicht ist da. alles, Alles wir haben Lace. vier Stränge Lace genommen. Ja. Es gibt diese Farbe nicht genau so noch. Und dann habe ich gesagt, naja gut, einfältig, zweifältig. Ich war dann ein bisschen faul, ich wollte eine größere Nadel nehmen. Und dann habe ich gesagt, na, aber warum nicht vierfältig? Und schau mal, das Maschenbild ist Ja, und einfach man nur merkt das gar wirklich nicht. geil. Man merkt Nee. nicht, dass es vierfältig ist. Man würde Nein. denken, das ist einfach der Bacafino. Ja. Aber ich spreche gleich nochmal Ja, da zu reden wir gleich jedem noch. Design. Ja, aber wie gesagt, also schlicht und ich versuche so ausführlich wie möglich, dass eine erfahrene Stricker da durchkommt, aber eben auch ein Anfänger sich da geborgen Schritt für Schritt der Anleitung hangeln Sie sind die kann. alle Anleitungen nahtlos? Ja. Wo findet man deine Anleitung? Wenn jemand Auf meinem, von euch- auf meinem Shop, teilweise auf Ravelry. Ich bin da ein bisschen schlampig. Ich muss mal konsequenter die Sachen auf Ravelry laden. Aber auf deine Online-Shops sind alle da. Online-Shop. Also wir haben jetzt seit ein paar Monaten einen neuen Online-Shop. Jetzt gehst du aber auch in die Wunden Okay. rein. Das tut Auf weh. sinchens.de, ne? Ja, sinchens.com. .com. Genau, www.sinchens.com haben wir den neuen Online-Shop. Aber wir sind also dran, ne? So peu à peu. Jetzt kommen alle Designs. Aber es ist auch Arbeit, ne? Man muss die Zeit Ja, klar, finden, muss auch die die- Bilder bearbeiten. Also man weiß gar nicht, es dauert, ne? Bis so ein Shop gepflegt ist. Es muss ja auch anständig ausschauen, alle Bilder am besten beschriften. Ach, was ich da alles gelernt habe, was man machen muss. Aber es ist cool. Also es eine ist Menge, wirklich, man erreicht halt wahnsinnig viele Menschen. Und ja, es ist Mhm. echt groß geworden jetzt. Bin ganz geflasht. Wir haben hier auch viele Zuschauer auf Englisch, Spanisch, Französisch. Ja. Okay, deine Anleitungen sind alle auf Deutsch Ja. und ganz wenige auf Englisch. Aber du hast mir gestern gesagt, Das ist mein du hast Ziel. dein Ziel, alle Anleitungen auf Englisch zu übersetzen. Ja, auf jeden Fall erstmal Englisch konsequent durchzuübersetzen, weil das natürlich super ist, wenn man dann international mehr Leute erreichen Ja. kann, natürlich auch. Und ja, es ist doof. Deutsch ist viel gesprochen, ja, aber Englisch ist halt einfach international. Es ist eine Weltsprache. Ne? Und jemand, der dann in Italien wohnt, in Spanien Ja, und wohnt. dann deine Designs sind auch zeitlos Ja, und ja. da kannst auch in jedes Land tragbar, sag ich mal. Genau, Ne? ja, also Ja, es das- ist, aber man braucht Ziele.
Ja. Ne? Und es geht nicht immer, also das ist auch ein Learning von dem Sinchens-Geschäft. So, es geht nicht immer alles auf einmal. Man kann sich nicht zerteilen, man ist ein Mensch, man hat Familie, man lebt. Ne? Und man kann nur irgendwie, wie viele Stunden schläfst du, Paul? Also, Vielleicht 6 wie du. Stunden, ja, so 6 Stunden am Tag schlafen Ja. und den Rest ist man einfach am Rödeln. Ne? So. Ja. Aber ich habe es akzeptiert. Es geht nur, ja, es bringt nichts. Sich rein stressen und sagen, das ist nicht gut gelaufen oder hier ist noch nicht fertig. Bringt ja nichts. So, man muss sich aufs Positive konzentrieren und schafft jeden Tag, macht sein Bestes draus. Ne? So. Ja. So, das Video wird aber ziemlich lang, weil wir haben sehr viele Sachen, die wir Ja. zeigen wollen. Wir werden das Video auch teilen in 2 Teile. Und wir fangen aber schon mal erstmal an mit ein paar Designs. Vielleicht fangen wir an mit das, was du Was anhast. ich anhabe, gerne. Ja, Die mag ich Manada. sehr, weil das ist auch ein ganz besonderes, Garn, die Manada. Ja. Die nicht viele trauen, das einzeln zu stricken. Meistens wird es kombiniert. Ja. Aber einzeln, wie Also man ist sieht. es hier auch nicht einzeln? Na gut, Es aber ist es ist doppelt, aber ich meine nur Manada. Ne? Die Nur meisten Manada, kombinieren ja. das mit Merino und so weiter. Es Aber ist auch Hammer zum Kombinieren. Also ja. Brauchen wir das- hier das Garn genau, irgendwo doch, wir haben es hier. in weiß, glaube ich, da gehabt. Genau. Ja. Ah, das ist nicht die Farbe, aber die Farbe. hier, das ist die. Nee, das ist Das nur auch nicht. Egal, Macht nichts. das ist aber, Aber es ist die Manada doppelt. Ja, das ist und die es Manada ist dieses doppelt, ja. Puder und wunderschön. Also das ist auch von oben nach unten gestrickt. Was mir da gefallen hat, ist, dass das so noch in die Mitte läuft und trotzdem diese Stimmt mal Klarheit kurz bekommt. mal, Also man denkt, ich habe Flecken, aber es sind meine Blümchen. Ne? Okay. aber stell mal kurz auf, dass man Perfekte- sehen kann komplett. perfekte- Ah, die Kamera, schau mal auf die Kamera. Perfekt. Guck mal hier, vegan, ne, Max. zu mir. Zu dir? Genau, guck mal Vor so. dich? So? Ja, So? so, genau, da kann man, glaube ich, Genau. das sehen. Ja. Ja, und auch die Arme laufen dann so schräg rüber. Mhm. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Und der ist halt leicht, der wiegt irgendwie gefühlt gar nichts. Also man merkt es gar nicht, dass man das trägt. Und das macht Spaß zum Stricken. Es ist jetzt vielleicht nicht das anfängertauglichste Modell, weil es sind lauter Hebemaschen, man muss sich schon konzentrieren. Aber ich habe alles mit einer Strickschrift gemacht, dass man da wirklich Reihe für Reihe, Masche für Masche nacharbeiten kann. Und es hat riesen Spaß gemacht, aber es ist kein Anfängerprojekt. Okay. Man muss schon ein bisschen stricken Und können. wie hat dir Manada gefallen? Ist super gut. Super. Ja. Also das ist geflutscht. Ne? 5,5er Nadel sind das, ganz locker. Also Oh, deswegen 5,5, sieht man ja, das ja schön. auch ganz gut durch. Ne? Also wenn man das so, Ja. deswegen sieht man meine Blümchen auf der Bluse. Aber ich finde es total, also es war wunderschön. Aber ich kann nicht sagen, dass irgendein Garn, was ich hier gestrickt habe von dir, nicht schön Ja, war. sie ist ja auch richtig Pasquali-Fan. Ne? Ich bin sehr Pasquali-Fan, ja. Ja. Ich finde ja wirklich alles durch die Bank irgendwie geil. Ne? Genau, Muss ich kurz sagen. zu Manada. Das sind 200 Meter auf 25 Gramm. Genau. Das ist eine Mischung von Maulbeerseide, Superkit Mohair aus Südafrika, biozertifiziert, Yak und Merino. Also es ist eine ganz besondere Mischung. Ist nicht so flauschig wie den klassischen Merino-Garn, Mohair-Garn. Ja. Und das macht es auch ganz besonders. Und auch Ja. ganz schön weich und Genau, Das ich weiß nicht, kratzt ob man auch das jetzt nichts, im Video ganz gut sehen kann, dass man einfach hier sieht man, es Ganz- ist schon ein bisschen Mohair drauf, aber nicht dieses, wo Nicht man so. sagt, Mohair denkt jeder so, Ja. boah, total langhaarig und überall habe ich Fusseln. Also das hat man bei deiner tatsächlich weder, das ist mein offener Knoll von Ja. meinen Maschenproben, hat man weder bei der Mohair Bless, obwohl die schon langhaariger ist, aber auch nicht bei der Manada. ja. Das ist Und super das schön. Manada war eigentlich unser Garn für Leute, die keine Mohair mögen. Genau. Oder Ja, vertragen. weil es Ja. sich ganz anders anfühlt als diese klassische Mohair. Es ist auch einfach richtig weich. Mhm. Es ist, ich kann es auf der Haut tragen. Ich kenne diese Momente, wo man sagt so, oh, jetzt wird es warm. Oh, jetzt Mohair, oh, jetzt fängt es an zu kribbeln. Hat man bei der gar nicht. Also ich finde es Ja. total schön. Genau, das war auch, ist schon länger her, dass ich das gestrickt habe, aber hau mich jetzt nicht fest auf auf ein Jahr. Ja, Ich habe auch was von Sinchens, von Alex. genau. Das ist Kashmir Karis, ne, 70% ultrafeine Bio-Merino und 30% Bio-Kaschmir. Wie heißt das Modell? Daily Shawl, das ist die gerade Variante vom Daily Shawl. Ist ziemlich neu, ne? Also, Der ist ziemlich neu, ja, dieses hab Jahr, ich vor kurzem genau. gesehen, ja. Haben wir den rausgebracht. Aber das ist Genau. so Unisex. Ne? Das ist Das Unisex, immer, ja, genau. ich ziehe an. Und das Muster, schön. es ist eigentlich ganz, ganz einfach, das Muster, aber es macht diesen diagonalen, das macht Ja. diese Diagonale, macht halt einfach diesen Hingucker. Und was ich ganz toll finde an so Man kann das Modellen sehr für machen, ja. Accessoires, wenn die Muster von beiden Seiten gleich sind. Das finde ich Genau. immer blöd. Ja, da habe ich wenn ein Muster- extra, ich wollte die richtige Seite zeigen, Nee, es gibt aber alle keine sind richtig- gleich. es sind Genau. alle diagonal und das Ja. macht richtig,
Das macht es halt schön für Ja. Accessoires, weil das ist wurscht. Du ziehst es an und musst dir keine Gedanken machen, ist jetzt meine schöne Seite auch vorne? Nee, Und es passt. so Genau. Kaschmir ist für mich auch einer meiner Lieblingsgarne, Ja. weil das ist auch etwas, es ist Kaschmir drin, es ist weich, aber trotzdem robuster durch die Merino. Und ich als Bartträger, Genau. eine reine Kaschmir oder klar, Moschusochsen liebe ich auch, aber dann muss ich manchmal hier meine ganze Füße von meinem Bart rausziehen. Ja. Und der ist voll stabil, ne, das Garn, Ja. und weich und Genau, ganz und besonders. diese Frauenvariante mit dem Daily Shawl ist ja dieses, also es ist kein Dreieckstuch. Aber Hast du es dabei? geht- Nee. Ja, das muss auch irgendwo hängen, dieses hellgraue. Die hellgraue, Ja, genau. ja, genau. Und da habe ich ja die Delicia genommen, da kam die ganz neu raus und dann hast du mir, ich glaube, 4 Ah, Graue. das hab ist ich ein dann- Traum. Ja, und da habe ich aber dann gesagt, nee Mama, für einen Mann ist das dann mit Bart. Aber ich weiß es nicht, weil die... Würdest die du sagen? Ich hatte Angst, dann habe ich die genommen. Ja, also ich weiß es nicht. Also gerade gedacht, wird das für ist mich so auch fein. eine Pulli gestrickt und auch eine Cardigan aus dem Garn. Ja. Ich mag das Garn sehr. Und ich denke, durch die Struktur, Ja, das ist schon etwas besser für Ja. den Flausch. also Für Moschusochsen weiß ich schon, dass immer muss ich dann hier rausziehen. Oder Kaschmir 26. ich auch bald. Hör auf. Die Hormone, dieses Bart. Aber ja, das Ja. weil ich muss auch, Nee, aber ich muss auch ich probieren. hab mir, Ja. also wahrscheinlich geht es auch ne, für Männer, aber ich habe mir gedacht, also ich kenne ja die Karis vom CC-Sweater schon Mhm. und ich habe mir dann beim Stricken gedacht, wow, und nach der Wäsche wurde das ja traumhaft. Also das Man war kann diese Flausch hier irre, sehen. wie Super. das gekommen ist nach der Wäsche. Es war beim Stricken schon so schön Mhm. und dann habe ich mir gedacht, ach, ich wasche den glaube ich gar nicht. Ne? Und dann dachte ich mir, nee, den wäscht jetzt schon, weil eigentlich wasche ich alles. Nee, komm, sei nicht faul, wasch das jetzt. Und dann habe ich den gewaschen und gesagt, nee, das gibt's jetzt nicht. Wie weich ist das denn jetzt? Und dann habe ich Ja. meine Mama angerufen und gesagt, Mama, ey, das glaubst du nicht, das glaubst du nicht, brauchst du auch, brauchst du auch. Ja, Das ja. ist echt so schön. Ja, das ist eine Aber tolle wie Qualität. gesagt, die Karis im Vergleich zur Delicia, da habe ich einfach gedacht, wie es verarbeitet ist. Also Genau, man das sieht ist ja hier hier, die Karis, ja. das ist ja mehr eine Kette, oder, Paul? Genau, das ist so ein, genau, das ist hier ganz Besondere bei Delicia. Wir haben auch ein Video mal vor ein paar Monaten gedreht, wo um Kaschmir ging. Haben wir auch ganz genau erklärt, wie er produziert wird, aber so ganz kurz. Normalerweise eine Kette wird so hergestellt. Das ist erstmal wie ein Faden hergestellt und dann einfach als Kette gestrickt. Hier kommt direkt vom Faserband, also das ist keine richtige Fäden, das sind sehr, sehr dünne Faserband. Okay. Und da wird das direkt gestrickt. Das heißt, es ist Okay. keine richtige Fäden, wie zum Beispiel bei Arctic Pearl, auch eine Kette. Ja, Ja. stimmt, ja. Und das macht das sehr leicht. Ja. Das ist diese Erfindung von Mr. Cariaci, so Herr Cariaci. Die produzieren für die Modebranche sehr viel. Und ja, der Markt hat gewollt, so ein Garn, sehr luxuriös, aber leicht. Ja, Sonst es wäre ist er auch super zu leicht. teuer. Ja. Und deswegen sage ich immer, wenn du das vergleichst hier mit den Kaschmir 26, vom Preis her, beide Garne kosten gleich. Die Lauflänge ist auch anders. Bei Kaschmir sind 112 Meter und hier haben wir 75. 75 und trotzdem brauchst du für einen Pulli fast dasselbe. Und du hast ja Vom eine Gewicht dickere her, ne? Nadel, ne? Genau, und dann kannst du mit 5er Nadel Genau, stricken. 5. Mit welcher hast du Ich hab gestrickt? 5. Ich Mit 5. habe mich brav an dich Ja. gehalten, was du auf die Banderole Ja. geschrieben hast. Mit Ja. 5. Ja. Also das ist ein super Garn. Aber da Und- darf jeder ja rumprobieren. Also da sage ich immer, Leute, also nicht zu fest auf eine Nadelstärke vom Designer gehen oder vom Hersteller gehen. Das ist so zum Anpeilen gut. Ne? genau, Aber das zum Beispiel hier, Paul, die 628, da hast du aufgeschrieben Dreiernadel. Ja. Und ich war frech und keck und habe für den Daily Scarf, Ja. weil da haben Ja, wir nämlich ja. nicht, weil das Muster so gut ankam. Die Leute haben alle geschrieben, Mai, das macht so Spaß, das Muster. Also wenn man es einmal verstanden hat, ist es so einfach eigentlich. Aber wenn man es dann einmal verstanden hat, da habe ich die 4 genommen. 4 genommen, War ja. ich ganz, Ich war da. Also ja, ich, genau, am Samstag. Genau, das war ein Pop-Up-Store. Genau. Ne, Und dann, Local genau, da haben Quali. doch Und da alle- wurde getestet. meine Mäuse haben alle gestrickt, genau, Ja. mit verschiedenen Und dann hat eine Kundin oder Freundin gesagt, ja, warum schreibst du so eine Nadel? Und ja, also jeder mag das anders. Also wir als Hersteller müssen wir eine Nadel Bestimmen. empfehlen, Ja. wie uns gerade gefallen Ja, hat. ja, Ne? Und ja. man kann auch mit 3 Nadeln stricken und sieht auch top aus. Und mit 4er Nadel, klar, dann fühlt sich anders auf. Wir haben auch bemerkt, dass es etwas, ja, nicht flauschiger, sondern etwas leichter sich Leichter anfühlt. noch, Ein ja, bisschen leichter, genau. das Aber angenehmer.
jeder strickt auch anders. Ne? Wir haben das ja gesehen, also es war am Samstag, waren wir da zusammen gesessen und dann das erste Samstag vom Pop-Up war das und dann haben die Mäuse alle gestrickt und dann sage ich, ja, nehmt euch einen Knäuel, strickt es an, probiert es, weil es ist ein wunderschönes Kaschmirgarn. Also es ist. Und da bin ich ganz stolz, es ist nur ein Knäuelprojekt. Weißt du, du hast gesagt, nur ein Knäuel, Alex, aber ein Knäuel, eigentlich finde ich es so geil, weil jeder, der sagt so, naja, was kostet sie, 21,90? 21,90. Genau, aktuell 21,90. Ein Knäuel, das ist so ein kleines Stück Luxus und das kann sich, ich sage jetzt mal, jeder leisten und kommt so in den Genuss von diesem Garn. Wenn man dann einmal verzaubert ist, dann ist man leider fürs Leben versaut. Ja. Also dann ist es ganz schwer zu sagen, ich gehe nochmal 3 Stufen zurück. Das ist so schön, beim Stricken schön und jeder strickt anders, deswegen also wirklich da ein bisschen rumprobieren, jeder für sich die gute Nadel rausfinden. Also ich habe es jetzt auch gewaschen. Und es lebt so ein bisschen mit. Also das wird noch ein bisschen länger, so wenn man es wieder in die ne? Breite zieht. Genau, ja. Also es geht auch wirklich zweimal schön rum. Ich will es jetzt wegen Mikro nicht rummachen, aber das hat so Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben 2 Ja, das ist auch ein schönes Projekt. Das ist für Anfänger geeignet da, ne? Oder? Ja, also ich habe eine Strickschrift dabei. Ich habe es aber auch jede Reihe ausführlich nochmal aufgeschrieben. Ich wollte auch nochmal ein YouTube-Video. Also zudem gibt es ein YouTube-Video. Du nimmst einen Knäuel, du teilst das bis zur Hälfte und dann strickst du bis zur Hälfte? Nein, gar nicht, viel einfacher, weil ich habe mir gedacht, so, nee, ist doch scheiße, ne? Am Ende langt's nicht. Ja. Ich habe es kundenfreundlich gemacht. Ich habe erst die Spitze gemacht und dann habe ich den Tipp in die Anleitung reingeschrieben, Mensch Leute, wiegt euer Knäuel, dass ihr wisst, wie viel Gramm habt ihr für die Spitze gebraucht. Und dann wird der ganze Rest, also ich habe, glaube ich, 4 Gramm gebraucht für die Spitze. Und dann wird es gerade gestrickt und du weißt, wenn du so eine kleine Briefwaage hast, dann weißt du noch so, okay, ich brauche noch 4 Gramm, um wieder zurückzukommen, um die Spitze zu beenden. Das heißt, du kannst, auch wenn du jetzt noch von dem Pulli einen Kaschmirknäuel übrig hast und du denkst, ach Mensch, weißt du, dann wird das Ding ein Mühe kürzer. Ne? Am Ende ziehst du es ein bisschen mit Gewalt, dann wird es auch wieder lang. Aber du kannst einfach super schön deine Schätze aufstricken mit dem Design und du kommst nie in Garnot. Mit meiner Wiegmethode, also man braucht eine kleine Briefwaage, die ist praktisch, aber dann kommst du nie in Garnot. Deswegen finde ich das ganz geil. Also bin ich ganz stolz. Ja, eine super Idee, ja. Aber dann hast du recht. Ich habe so viele, also Sophie Scholl von Petit Knit ist ja super in der L und überall wird gefeiert. Ich finde ihn auch super süß. Aber ich glaube nicht, wie viele Leute ich im Laden stehen hatte, die gesagt haben, boah, noch ein Knoll, langt nicht. Und du rüppelst ja nicht alles, aber du musst halt alle zunehmen überverteilt und alle abnehmen überverteilt. Und wenn es nicht langt, langt es nicht. Ne? Ja. Das ist bei dem nicht so und das ist ganz geil. Ja. Bin ich stolz auf mich. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Ja, und wir haben schon was gezeigt, aber wir haben noch eine Menge. Dann können wir in 2 Wochen wir bleiben hier, aber ihr seht in 2 Wochen ein weiteres Video. Und ja, zeigen wir noch alle anderen Modelle und auch, was du gerade aktuell auf den Nägeln hast. Auf den Nadeln. Auf den Needles. Ja, okay. Dann vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Auch Sinchen, du bist auch YouTube. Genau, wir haben auch als Kooperation Sie hier eingeladen. Genau. Und schreibt in die Kommentare, welche Modelle ihr von Alex schon gestrickt habt. Wenn ihr Fragen habt. Oder welche Modelle mit Pasquale-Garnen generell, weil das ist auch immer voll schön. Für andere auch als Inspiration ganz toll zu sehen und zu lesen. Und dann in 2 Wochen sind wir wieder. Ciao. Tschüss.